Hi Leute, wir müssen sprechen. Ich habe gerade in mein Zelt geguckt und habe mir die Kibungan mal näher angesehen. Und ich nehme euch mal eben mit. Kann man das hier sehen? Wir haben männliche Vorblüten an der Pflanze. Und das passt mir irgendwie gar nicht in den Kram. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir machen die Kibungan weg. Ich habe hier schon eine neue vorbereitet. Die sitzt seit gestern Abend hier in der Erde. Und die wird diese Kibungan ersetzen. Und hoffentlich werden wir ein Mädchen dabei haben. Bei der Malawi habe ich noch nichts gesehen bisher. Ja, das stimmt mich jetzt irgendwie ein bisschen traurig, Leute. Aber es ist, wie es ist, ne? Machen wir halt eine neue. Da unten an der Blattachse kann man es, glaube ich, sehen, ne? Geh mal mit dem Finger rein. Da. Naja, wir können es nicht ändern. Auf Wiedersehen, Kibungan. Wie ihr gerade gesehen habt, ist unsere Filipino Kibungan hier leider ausgezogen. Und an ihre Stelle habe ich die Malawi gesetzt. Die sitzt jetzt hier im größeren Topf. Und für die Filipino Kibungan haben wir hier einen Neuankömmling im Zelt. Und zwar haben wir hier wieder eine reine Sativa. Ich habe eine Guavi von Ace Seeds ausgewählt. Und die wird jetzt hier mit den anderen beiden Pflanzen unter 12,12 Licht in unserer Mars Hydro stehen. Darüber hinaus gucken wir uns heute unsere Melonade Runs mal genauer an. Ich glaube nämlich, die ersten Samen sind reif. Und mein Ziel ist, dass ich einen von diesen Buds heute abnehme und wir den gemeinsam mal öffnen. Ich lasse euch davon einen Zeitraffer da. Und dann gucken wir mal, ob wir da drin schon reifige Samen haben. Und wenn nicht, lassen wir die Pflanze noch ein bisschen länger stehen. Und wenn doch, glaube ich, ist heute der letzte Tag, wo ihr unsere geliebte Melonade Runs seht. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lang, sondern wir gehen direkt mal rein in die Melonade und gucken uns das mal von dichter dran an. Wie man hier sehen kann, ist die gute Dame schon richtig schön am Herbsten. Hier oben auf dem Hauptblatt. Es ist sogar richtig am Crispen. Also diese Blätter hier werden richtig knusprig so langsam. Insgesamt sieht die Dame doch relativ klein aus dafür, dass sie so alt ist, wie sie ist. Sie sind jetzt in der 7. Woche. Also diese Dame hier ist in der 7. Woche, die sind natürlich nicht in der 7. Aber sie ist jetzt in der 7. Woche der Blüte, Anfang der Blüte. Der Breeder sagt ungefähr 10 Wochen. Ich denke, dadurch, dass sie halt besamt wurde, ist sie insgesamt sehr, sehr klein geblieben. Wir sprechen hier von ungefähr 50 cm Höhe vielleicht der gesamten Pflanze, plus dem Topf natürlich. Und was man aber sagen muss, ist, sie hat einen wirklich hervorragend zitronigen Geruch. Und ich bin schon sehr gespannt, wie die Samen, die wir hier rausziehen werden. Oh, der Geruch ist Wahnsinn, Leute. Wie die Samen, die wir hier rausziehen werden, wie die sich in unserem hoffentlich nächsten Grow dann machen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob man die trocknen muss. Vielleicht könnt ihr mir da mal was in die Kommentare zuschreiben, Leute. Muss ich die Samen, nachdem ich die hier geerntet habe, noch trocknen? Wie lange? Oder kann ich die direkt in die Erde poppen und die sind schon keimfähig? Insgesamt muss ich sagen, finde ich, ist das eine sehr, sehr hübsche Pflanze. Sie hat sehr schöne Herbstfarben jetzt langsam. Ich denke, das wird sich auch noch in der nächsten Woche ein bisschen verstärken. Würde ich jederzeit wieder growen. Also wer schon mal Melonade Runs gegrowt hat, das ist jetzt ja das zweite Mal, dass ich diese Pflanze growe, der wird positiv überrascht sein. Ich kann das wirklich empfehlen, das Ding. So, kommen wir jetzt nochmal zu unserer Malawi. Die Malawi ist ja, wie ihr wisst, wenn ihr schon länger dabei seid, nun ungefähr 2 Wochen alt. 2,5 vielleicht. Sie ist jetzt umgezogen in den etwas größeren Topf und gerade dabei, sich zu akklimatisieren. Und das wird auch ein Strain, der relativ groß werden kann. Die Frage aller Fragen ist wieder,
Männchen oder Weibchen. Ich hoffe ja diesmal auf ein Weibchen, damit wir ihn mit den Pollen aus unserer letzten Malawi beglücken können, der auch schon unsere Melonate-Ranz beglückt hat. Weil am Ende wäre es ganz schön, wenn ich mir von dieser Malawi in Zukunft keine Samen mehr kaufen muss, sondern von meinen eigenen Samen leben kann. Und auch diese Guavi, die wir hier stehen haben, eine ebenfalls reine Sativa, die möchte ich am liebsten auch mit dem Pollen unserer Melonate-Ranz bestäuben. Also drückt mir die Daumen, dass das auch ein Mädchen ist. Hier unten habe ich übrigens noch 2 Tomaten stehen, die kommen in den Garten. Die sind leider noch nicht geschlüpft, die stehen hier aber auch erst seit 2-3 Tagen drin. So, während wir uns die Melonate hier nochmal eben in der Nahaufnahme angucken, suche ich schon mal eine Schere raus und dann suchen wir uns hier einen schönen Bud, den wir mal abschneiden und gucken, wie reif unsere Samen sind. Ich würde vorschlagen, wir nehmen einen von den unteren, weil wenn der durch ist, dann sind die anderen auch durch. Vielleicht den hier, den Kollegen. Ich glaube, der ist gut. Ich hole jetzt meine Schere. Wir sehen uns gleich wieder, Jungs. Bis gleich. Ich habe schon mal meine treue Mars Hydro Schere mitgenommen. Ich schneide den Kollegen jetzt hier mal ab. Und dann gucken wir uns den mal gemeinsam an gleich. So sieht er aus. Wenn ich ihn mal anfasse, merke ich schon, der Bud ist ziemlich hart. Hier zum Beispiel könnten wir mal reingucken und uns hier mal eine Kapsel rausnehmen. Versuche die mal rauszupulen. Fühlt sich ziemlich hart an. Leg den Bud mal beiseite und dann gucken wir mal da rein. Vorsichtig. Und ich würde sagen, der Kollege sieht mehr als reif aus. So habe ich mir das vorgestellt. Also ich nehme jetzt diesen Lümmel mit euch vor der Kamera auseinander. Ich lasse euch einen Timelapse davon da. Und wir gucken mal, wie viel Samen wir an so einem Bud ernten. Habt ihr Bock? Also bis gleich. So Leute, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir aus dem einen Bud von der Melonate Ranz ungefähr 50 Samen rausgeholt. Ich mache mal eben die Abluft aus, damit das ein bisschen leiser ist hier für euch. Das bedeutet, die wird jetzt geerntet. Ich habe die Samen übrigens in einen Pappkarton getan und lasse die da jetzt erstmal für ein paar Tage trocknen. Und wir werden die Melonate jetzt ernten und trocknen. Und im nächsten Video werde ich euch erzählen, wie viel Samen da drin waren. Ich kann euch sagen, das wird ein Spaß, das zu zählen. Das sind sicherlich einige 100 Samen. Und wir werden natürlich im nächsten Vlog oder im übernächsten, mal sehen, wie lange das mit dem Trocknen dauert, der Samen. Da bitte ich euch noch mal ein paar Kommentare zu hinterlassen. Wenn ihr da schon Erfahrung mit habt, kann ich die direkt poppen oder muss ich die erstmal trocknen? Weil je nachdem, wie das ist, wird sich unser nächster Grow dann noch ein bisschen verzögern. Aber ist nicht weiter schlimm, weil wir haben ja hier noch 2 Kandidaten, die wir in der Zwischenzeit begleiten können. Wenn du die Grow-Serie gerne sehen willst von Seed to Harvest, ich habe sie dir hier oben mal verlinkt. Wir haben diese Pflanze ja bestäubt, falls du das auch gerne mal sehen möchtest. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dann, euer Bubertsbrudi.